Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal vom Pomadenshop. Ja, ihr seht richtig, es gibt mal wieder ein Double Feature. Und zwar zeigen der Philipp und ich euch heute von Holy Barber die Matte Cream Hair Pomade. Jetzt denkt ihr euch, Herr, warum genau macht ihr das jetzt zu zweit? Das verstehe ich nicht so ganz. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist uns, als wir die Produkte von Holy Barber getestet haben, ist uns aufgefallen, dass sich diese spezielle Matte Cream bei uns komplett verschieden im Haar verhält. Also als wären das zwei komplett verschiedene Produkte. Habe ich, glaube ich, so noch, ich kenne das von keinem anderen Produkt, bei dem das so ist. Alex war auch ein bisschen sehr überrascht, als ich erzählt habe, was ich mit dem Produkt machen kann, als er dann gemeint hat, was bei ihm damit funktioniert. Und genau deshalb zeigen wir euch jetzt mal zeitgleich, wie das dann nämlich bei uns funktioniert. Ja, genau, richtig. Ich starte. So, meine Haare sind frisch gewaschen, frei vom Produkt. Ihr seht es, bisschen platt gedrückt, aber das ist ganz gut. Ich nehme diese Cream jetzt. Ihr erkennt vielleicht, die ist schon ausgiebig von uns getestet worden, weil wir einfach ein bisschen verblüfft waren davon. Wir haben eine wunderschön cremig weiße Masse, die eigentlich ohne jeden Aufwand rausgeht. Ich nehme jetzt nicht sonderlich viel, denn ich brauche für meine Haare nicht mehr viel. Ja, der Duft ist Lilie und Sandelholz, also eher ein würzig, frischer, fantastisch. Leicht herber Duft. Ja. Ich nehme mir auch gleich was raus. Breakdown ist einfach, aber ganz klar, wie eine Handcreme habt ihr jetzt einfach noch Rückstände. Ist aber überhaupt kein Thema. Das Zeug verschwindet dann relativ fix. Ja, ich nehme mir auch eine kleine Menge. Ich habe noch ein bisschen Grooming Tonic drin von Holy Barber. Wird aber, das hat wirklich nicht viel Halt. Das ist eher fürs Volumen ein bisschen, das beeinflusst das Ganze jetzt nicht ganz so stark. Ich nehme mir auch eine kleine Menge. Reiben ist gar kein Thema. Und dann genau, während der Philipp einarbeitet, was übrigens ein Kinderspiel ist, egal ob ihr jetzt etwas störrischere Haare habt wie ich oder, sage ich mal, so leichte, einfache Haare wie der Philipp, zeige ich euch gleich mal. Ich habe mir jetzt ein bisschen was da reingepackt und ich kann mir meine Haare komplett gerade nach oben ziehen. Das Zeug, das hält, das ist der Wahnsinn. Also ich krieg super viel Struktur, Textur rein, einen kontrolliert lässigen Look, würde ich sagen. So trage ich es zurzeit nämlich super, super gerne. Und das Zeug hält einfach. Also das würde mir höchstwahrscheinlich auch die Locken gerade ziehen. Auf längere Sicht, wollte ich gerade sagen. Aber wenn meine Haare wieder länger sind und ich dann wieder auf Volumen gehe, dann wird es mir auch die Locken gerade ziehen. Das ist bei dir halt eher so eine Clay oder fast schon eine Mattpaste. Ganz genau, richtig, ja. Eine stärkere Mattpaste. Und bei mir ist es tatsächlich komplett das Gegenteil. Die Haare sind weich. Also sie halten schon, aber das liegt eher daran, dass die sind wirklich weich. Also das ist eigentlich wirklich, wie es draufsteht, eine Cream, also eine Haarcreme, eine matte Haarcreme. Also bei mir ist es, ich kriege die Haare, bei mir sind sie ja gerade, das ist gar kein Thema. Aber es ist halt nicht so, dass sie wirklich halten würden. Also das fällt sofort wieder auseinander. Das sieht man ja schon bei mir. Also die sind weich, das hat wenig Halt, also leichten Halt. Es ist halt wirklich eine matte Frisiercreme. Und das verstehen wir bis heute nicht. Nein, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wenn ihr jetzt ähnliche Haare habt wie ich, dann könnt ihr euch damit richtig wild spielen. Ihr könnt Volumen reinbauen, schön Textur. Ihr seht jetzt bei mir, das funktioniert alles wunderbar. Es ist ein leicht trockenes Finish. Klar, es ist ein Clay-Produkt. So soll das ja natürlich sein. Wenn ihr jetzt dann aber ähnliche Haare habt wie der Philipp oder wie der Alex zum Beispiel, die ja doch eher vergleichbare Haare haben. Ja, gerade feine Haare oder aber auf jeden Fall gerade Haare, da scheint es irgendwie anders zu funktionieren. Als dann ist das einfach eine hervorragende Matte Cream, um für schöne gelegte Frisuren, würde ich einfach sagen, alles schön aufgeräumt. Bleibt aber bei dir nachstylbar. Bei mir bleibt immer wieder durch. Das ist gar kein Thema. Das ist auch wirklich weich. Also das ist gar kein Thema. Da komme ich mit den Fingern durch. Da komme ich mit dem ganz feinen Kamm auch ohne Probleme durch. Kann mir dann relativ strengen Slickback in matt machen. Aber es hält halt nicht. Also es hält gut, wie eben von einer Frisiercreme zu erwarten. Aber es hat keinen Bombenhalt. Ja.
Ich dagegen weiß ganz genau, ich hätte jetzt schon ein Problem, wenn ich den Kamm auch nur anschaue. Also ja, da geht schon noch ein bisschen. Ich komme mit den Fingern, komme ich noch durch. Aber ich merke sofort, da ist Halt dahinter, da ist Textur und dieses leicht trockene, was man halt bei den meisten Mattenprodukten bekommt. Das ist da drinnen. Mit Kämmen muss ich jetzt nicht groß anfangen. Ist jetzt dann aber in dem Fall, gerade auch so wie ich die Haare zurzeit trage, auch gar nicht gewollt. Also ihr seht, dieses Produkt ist im Grunde ein Allrounder, Ja. von dem wir komplett verblüfft sind, was das Ergebnis angeht. Ja, wir wussten noch nicht so wirklich, wie wir es im Shop beschreiben sollen, weil ich hatte erst leichte Mattcreme, dann hast du gesagt, wie leichte Mattcreme, das wird bombenfest. Ja, das ist, also genau deshalb jetzt dieses Video auch extra als Double Feature, dass ihr euch da wirklich mal ein Bild von machen könnt, um euch dann genauer überlegen zu können, ist das Produkt was für mich, beziehungsweise welchen Style will ich denn erreichen? Ja, genau. Also matt ist es auf jeden Fall. Da können wir uns drauf einigen. Wie es hält, das ist die Frage. Gleich, ja, ganz genau. Also, super cooles Produkt. Grundsätzlich Holy Barber, tolle Marke, hat fesche Produkte im Sortiment, muss ich sagen. Designtechnisch, ich bin Riesenfan davon. Ich zeige es euch noch mal ein bisschen in die Kamera. Ich bin Riesenfan. Der Duft gefällt mir auch. Er ist da, aber er ist doch eher subtil. Er ist, wie du es beschrieben hast, leicht würzig, aber ich finde ihn fast Richtung modern. Ja, das ist kein altbackener Duft oder so, ein bisschen was Modernes. Gefällt mir super gut. Ich bin insgesamt Riesenfan von dem Produkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also für eben, wenn man eine Frisiercreme sucht, die auch mal matt ist, weil die meisten Frisiercremes sind ja eher glänzend, ist das auf jeden Fall eine coole Sache für feine Haare. Je nachdem, was für Haare man hat. Ja, ist es eben die Sache, aber für leichten Halt ist es super. Einfach eben, weil es mal eine Variante ist, mit der man einen leichten Slickback hinkriegt, der nicht glänzt. Das ist mal wirklich mal was Neues oder eben anders als die meisten anderen Produkte. Ich find's faszinierend. Ja, ich verstehe es. Dementsprechend finde ich sogar noch cooler, muss ich ehrlich zugeben. Also checkt auf jeden Fall mal Holy Barber ab. Checkt auch insgesamt einfach mal unseren Kanal ab. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, Anregungen, alles Mögliche, schreibt es in die Kommentare oder kontaktiert uns über die üblichen Wege, sei es Social Media, E-Mail oder Telefon. Würde uns auf jeden Fall freuen. Dann sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ende, würde ich sagen. Ja, schon. Gut. Wir sagen ciao, servus, ciao und bis zum nächsten Mal.